Die Stone Espresso ist eine der günstigsten Zweikreiser-Espresso-Maschinen auf dem Markt. Die Frage ist natürlich günstig und gut und kann die Maschine auch dem kritischen Blick meines Testkollegen Michelin Delicato standhalten. Werden wir sehen, testen wir jetzt. Los geht's. Wir sind bei der Stone Espresso angekommen und die hat gar keine Stone-Verkleidung mehr. Ich habe die ja damals mit Steinverkleidung gesehen. Doch. Ja? Das ist doch nicht Stein. Doch, das ist Stein. Ah, das ist... Ja, das Bist du sicher? Ja, das ist so. Das ist doch Metall. Ja, aber das ist so Steinmetall. Steinoptik. Also als ich die das erste Mal auf der Messe gesehen habe, vor 2,5 Jahren, ich weiß nicht mehr bei welcher WOC das war, da hatte die so Steinseiten, oder? Ja, dann kostet sie wahrscheinlich nicht 999 €. Und das ist wirklich crazy. Die Maschine ist echt günstig, Michel. Ja. Man kann sie sich so machen, wie man will, eben mit mehr oder weniger Stone. Und eigentlich muss man aber sagen, ist eine Rocket oder ist ein Tochterbrand von Rocket. Und es ist eine der schmalsten Zweikreiser-Maschinen und natürlich auch eine sehr günstige Zweikreiser-Espresso-Maschine. Und wir haben ja schon viele Zweikreiser getestet. Wir haben ja auch einen sehr ausführlichen, 2 Stunden langen Testfilm mal gemacht über, ich glaube, 14 Zweikreiser. Und jetzt gucken wir mal, wie sich hier diese Stone Espresso da neben diesen anderen Zweikreisern ja so verhält, was sie so kann. Auf jeden Fall ist sie ganz eigen, ne? Also vieles ist eigen. Ja. Was sollen wir über diese Stone Espresso wissen? Also ich glaube, über das Gerät, was hier steht, müssen wir erstmal was spoilern. Das ist Felix, deutscher Barista-Meister, Gewinnermaschine. Wir müssen dann auch sagen, wir haben sie nicht gekauft. Ja, genau, wir haben sie nicht gekauft. Wir haben sie nicht gekauft, aber Felix hat sie gewonnen. Ja, das ist eigentlich wie kaufen. Genau, das ist wie kaufen. Also wir sind auf jeden Fall wie immer frei, also wir sind immer frei zu sagen, was wir wollen. Das machen wir natürlich auch immer. Aber ja, wobei, vielleicht sind wir jetzt sogar mehr beeinflusst. Wir können doch nicht jetzt die Maschine, die er gewonnen hat, zerreißen. Doch, können wir. Können wir? Selbstverständlich können wir das. Ich glaube, wir müssen aber nicht, weil eigentlich ist die Maschine ja echt interessant. Die hat einiges Gutes zu liefern und neben dem von ihm signierten Seitenpanel, was kannst du uns noch über die Maschine berichten, Michael? Die Maschine, Ben hat es schon richtig gesagt, ist eine der schmälsten, die wir jeweils getestet haben. Sie hat 22 Zentimeter Breite, 41 Zentimeter Höhe und 43,5 Zentimeter Tiefe. Mit dem Siebträger sind es 55 Zentimeter. Sie hat ein Gewicht von 20 Kilo. Ordentlich, ne? Ja, man kann die da nicht so eben hoch. Genau, ne? da muss man ein bisschen liebevoller sein. Also wahrscheinlich zum Transportieren nimmt man die ganze Chose ab. Ja. Aber sonst ist sie solide dran. Außer man will sie transportieren. Genau. Ja, super. Ihr müsst nicht regelmäßig Maschinen. Es wäre keine Maschine für uns in die Akademie. Nee, weil wir immer hin und her tragen. Oh, schon wieder runtergefallen. Genau, das wäre ein bisschen. Aber es gibt ja auch, glaube ich, ohne diese ja, man muss das auch nicht dran machen. Dann sieht es aber richtig dann sieht's ein bisschen unmontiert aus. Ja, genau. Ja. Dann habt ihr einen klassischen Zweikreis. Ihr habt einen 1,7, Ben bastelt noch ein bisschen mit Steinen, einen 1,7 Liter Zweikreiser-Boiler. Der ist stehend drin, der ist nicht isoliert, der ist also Kupfer. Steht hier vorne einmal groß drin. Ihr habt keinen Heißwasserzugang, ihr habt einfach einen Dampfzugang und ihr habt keinen klassischen Thermosiffer, das man von VMI 61 Brühgruppen kennt. Hier ist es eine eigene Brühgruppe mit einem Heizstab drin, der die Brühgruppe beheizt, und die Erwärmung eigentlich der Brühgruppe ist durch die aktive Heizung und nicht durch das zirkulierende Wasser. Da kommen wir nachher gerade dazu, was das Positive daran ist. Ja, da freue ich mich drauf, auf das Kapitel. Und dann hat sie so, zwei Sachen, die so ein bisschen, eine Sache, die ich sehr kritisch angucke und eine Sache, die so, ja, ich finde so, dieser Deckel für einen Wassertank, das ist einfach, aber es stimmt, eigentlich ist es oft so. Eigentlich muss ich es ein bisschen relativieren, weil das einfach ein Metallplättchen, was so gebogen ist. Ja, und wenn man gecheckt hat, dass man es so rausnimmt, wie du es gerade rausgenommen hast, dann ist es auch einfach. Mach noch mal rein. Wie hast es du denn das gemacht? Naja, du hast ja jetzt hinten drauf gedrückt, ja, dann kommst du entgegen. Wenn du jetzt hier anfängst und das nicht weißt und dann versuchst, deine Finger da reinzuschieben, ja, weil du hast ja, andere haben einen Griff oder eine Lasche. Klar, du hast jetzt hier drauf gedrückt, genau. Dann ist es einfach. Und insofern ist es eigentlich einfach. Es ist so gedacht, deswegen ist das hinten auch abgerundet. Aber ich habe schon Leute gesehen bei der Maschine, die dann versucht haben, das hier so rauszukniebeln. Und
ja, wenn man hinten drauf drückt, kommt das einem entgegen und dann ist es relativ einfach. Und dann haben wir hier den klassischen, eigentlich Rocket-typisch, ne? Ja, einfahrendes, bisschen kleiner, bisschen schmaler, geht hier nach vorne, kann man rausnehmen und dadurch auch draußen befüllen, muss also auch nicht hier so drüber reinschütten, hat dann auch eine geringere Wahrscheinlichkeit da rein zu. Jetzt muss ich das wieder hier reinmachen. Nein, du musst nur, du musst nur ein bisschen Liebe. Du musst erst spüren, wann der Platz ist und dann reindrücken. Gut. So, und ja, das ist so ein bisschen popelig, klein, ist halt eine schmale Maschine, kleiner Wassertank, aber alles noch voll im Rahmen. Und jetzt habe ich einen optischen großen Kritikpunkt. Ja, bitte. Wenn ihr das anguckt, dann gehe ich davon aus, guckt mal das hier und die schöne Tropfschale. Schöne Tropfschale. Richtig schöne Tropfschale. Wie geil, hä? Richtig schön. Die Kante ist nicht ganz so schön, aber das ist halt, ja, und dann kommt das. Ja. Und das ist wie bei der DeLonghi Dedica. Das ist so ein Taubentrinknapf für einen halben Tag. Ja, genau, da müsst ihr das so ein bisschen rausziehen. Das ist wirklich, also ich meine, das sind 3,5 Dezi oder was? Ja. 450. 400 noch knapp transportierbar. Beim Rausnehmen ist es schon grenzwertig. Also das geht einfach nicht in meine Birne. Nein, das geht einfach. Also entlastet die auch da rein? Ja. Ja, hier hinten ist die Entlastung. Ja, wohin auch sonst, ne? Irgendwo muss ich. Also, da machst du 5 Espresso und dann ist das Ding voll. Ja. Automatisch. Ja. Weil das macht, also das verstehe ich nicht. Das geht einfach nicht in meinen Kopf, warum man im Prinzip hier so viel Platz hat. Hier ist Luft von 4,5 Zentimeter. Könnte das nach vorne ziehen, man könnte es nach unten ziehen, aber da ist einfach nichts dahinter. Vielleicht könnte man da 2 von den vordosierten 18 Gramm Gläschen lagern. Vielleicht Von David. Vielleicht. Mit so einem Specialty Coffee. Ja, genau. Genau. Und dann, also komm, wir sind jetzt beim Äußeren ja schon gelandet. Du hast gesagt, schon Zweikreiser und so weiter, aber dann gucken wir aufs Äußere. Und ja, dann ist das schon eher etwas von den unschöneren Geschichten. Genau. Wieso setzt denn das jetzt nicht vernünftig da drin? Das geht immer so hoch. Das mache ich schon den ganzen Tag. Also es sitzt hier nicht vernünftig drauf. Sind ein bisschen unter Spannung, aber ich finde, hier wurde halt ein bisschen gespart, das ist halt ein bisschen schöner gemacht. Hinten hat sie noch so einen Stone-Aufschriftzug, dann hat sie den Starter zum... Das stört dich jetzt, hä? Mach mal weiter, ich versuche leise zu sein. Ihr habt hier einen Drehknopf, den dreht ihr und den dreht ihr so lange, bis ihr hinten auf den Impuls kommt. Das ist eigentlich der gleiche Hebel, den man klassisch von den VEMA-Brühgruppen kennt. Wenn ihr den Hebel nach hinten bewegt, dann ist er da näher am Gehäuse und durch das aktiviert ihr den Shot und hier aktiviert ihr einfach den Shot, indem ihr hier drankommt. Zack. Und ich mache es jetzt nicht zu viel. Du kannst es so ein bisschen reinschieben, jetzt sitzt es bündig. Okay. Fast. Also jetzt ist nur, sagen wir mal, ein halber Millimeter auf der rechten Seite und ein Zehntel Millimeter auf der linken Seite. Also für alle, die auch so eine Lücke zu Hause haben, guckt den vorigen Teil, was Benjamin macht, und für alle, die nicht wissen, wie man startet, guckt das, was ich mache. Genau. Und dann habt ihr hier diesen, ich finde es schon, es ist so ein bisschen stylisch. So, ich finde es keine hässliche Maschine, überhaupt nicht. Das ist eine schöne Maschine, es ist vor allem eine Entwicklung, da steckt einiges dahinter. Also ich habe das Gefühl, man hat sich wirklich Gedanken gemacht. Ich meine, Rocket hat jetzt im Bereich bis 2.500 Franken auch sonst nicht andere Brühgruppen, sondern arbeitet immer mit VEMA 61. Ja. Und hier hat man jetzt in diese kleine Maschine eine Beheizung hinzugefügt, hat eine eigene Brühgruppe entwickelt, die auch mit so einem eigenen Move hier startet. Und das ist cool. Also ich finde das super und vor allem zeigt sich das natürlich auch in der Zubereitungszeit. Also es zeigt sich in der Aufheizzeit, denn wir haben eine relativ zügige Aufheizung, haben wir gemerkt. Ja, absolut. Das ist wirklich cool, muss ich wirklich sagen. Wenn ihr die Maschine einschaltet, dann hört ihr ab so 9 Minuten 30, danke auch wieder an Thomas für diese perfekten Zahlen, die wir immer von ihm kriegen, nach 9 Minuten 30 geht die Heizung aus. Mhm. In der Broschüre bzw. auf der Website steht nach 10 Minuten. Ihr könnt theoretisch nach 10 Minuten brühen, ja. Ihr seid aber eher im Bereich von 91 plus minus Graden.
so grenzwertig. Gebt ihr dann einfach noch 2 Minuten Zeit. Sie ist nach 12 Minuten ist sie auf Temperatur. Und das macht Spaß. Ja. Ihr könnt sie einschalten, 12 Minuten Kaffee trinken, alles wunderbar. Und ihr müsst auch keinen Timer stellen für 12 Minuten, weil wenn ihr hört, sie hört auf zu heizen, wartet ihr einfach noch kurz 2 Minuten. Ihr könntet ja noch, ich sage jetzt mal, Kaffee abwiegen, mahlen, je nachdem nach Prozedere mit WDT-Tools braucht ihr sowieso 2 Minuten, bis der Shot fertig ist. Ich finde, alles um die 10 Minuten fühlt sich irgendwie gut an. Ja. Und alles ab 20 Minuten fühlt sich lang an und 30 Minuten ist dann schon nah nach Vollkatastrophe und 40 Minuten ist, ja, dann die Vollkatastrophe. Genau. Und dann habt ihr einmal dieses Stone Manometer, das zeigt euch den Druck des Dampfboilers an. Wir haben keinen Wasserauslass. Also wir haben hier keine Teewasserausgabe. Ist einfach so, spielt jetzt hier keine große Rolle aus meiner Sicht. Wenn ihr unbedingt Wasser wollen würdet, könntet ihr das auch über die Gruppe beziehen. Es ist sowieso keine Espressomaschine, das ist ein Wasserkocher. Also selbst aber wenn du sie halt hochgeheizt hast, dann kannst du es im Prinzip natürlich auch bei Maschinen auch nutzen. Aber ist jetzt nichts, was wir je viel besprechen. Du kannst das Wasser ablassen. Das ist übrigens keine Schraube zum Einstellen des Druckes, sondern ihr könntet den Boiler entleeren, wenn ihr sie transportiert, wäre theoretisch über diese Schraube machbar, steht auch in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine, wie das genau funktioniert. Es ist kein Direktzugang zum Pressostat, also ihr könnt nicht die Temperatur einstellen. Pressostat liegt hier auf der Seite unten dann am Boiler dran. Hey, nochmal hier zu dem Gefühl. Wie findest du das mit dem so? Fühlt sich eigentlich ganz gut an, was mich jetzt so ein bisschen als, ich kann jetzt eigentlich nicht sagen Ordnungsfanatiker, da würden sich alle dann lustig machen, aber ich finde es nicht so schön, dass es leicht drüber hinaus dreht. Also es sitzt nicht, weißt du, wenn ich mache Kaffee, dann sitzt das da, dann ziehe ich zurück und wenn ich komplett zurückdrehe, dann drehe ich leicht über den Punkt hinaus. Ja. Da hätte ich dann immer das Gefühl, ich muss es dann doch wieder richten. Ja, geht mir auch so. Weißt du, ja. Es muss ja bündig sein. So. Ja. Ist wie wenn du so eine Echtzeitstrategie spielst und du hast deine Farben nicht alle ordentlich nebeneinander. Das nervt nicht. Verstehst du? So ist das ja. In Sachen Energieverbrauch können wir sagen, es ist ein Zweikreiser mit einem relativ großen Boiler und der muss halt hochheizen und auch die 10 Minuten. Es braucht halt, und unser Referenzsatz ist dann ja immer zu schauen auf 5 doppelte Bezüge und dann sind wir mit Aufheizen eben doch bei 0,23. Da haben wir schon viel bessere Sachen gesehen. Auch bei den Dual-Boilern tatsächlich, gerade auch mit den kleineren Dual-Boilern, also mit denen, die dann einen kleineren nur für mit dem Espresso-Boiler auf jeden Fall. Aber es ist halt eben, es sind 1,7 Liter. Also es ist schon, also es ist ja immer Gesamtfüllmenge und das ist ja nicht alles mit Wasser gefüllt, sonst wäre ja gar kein Platz für Dampf da. Aber trotzdem braucht das schon ordentlich Strom und ist jetzt aber auch von den Zweikreisern eher einen geringeren Wert. Das kann man definitiv sagen. Michael, können wir eine Geschichte noch besprechen? Wir haben ja hier wieder einen Rocket-Siebträger. Wir haben hier Abtropflöcher. Ich sage mal so bis zu 2/3. Wo ist denn jetzt die Pfütze? Ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt ist aber der Siebträger noch eingespannt. Muss ich jetzt schon ein bisschen fair sein? Ja. Auf jeden Fall. Es ist nicht ganz so, es tropft dann schon auf das Gitter ein bisschen drüber. Aber ja, ist mir schon klar. Aber den Siebträger sollst du ja wieder einspannen, weil es ist wieder so ein Siebträger, der seine Ausläufer nach vorne hat. Das meinst du. Darum geht's mir. Wobei, ich finde jetzt hier ist die Tropfschale genug tief, dass ich die Tassen schön hinstellen kann mit einer Waage. Ja, das finde ich jetzt schon. Aber warum sind die Löcher nicht nach vorne gezogen? Das Wasser steht ja einfach trotzdem da drauf. Und auch jetzt hat es wieder nach vorne getropft. Warum ist das Plastikding unten so klein? Genau, wir sind wieder bei der Tropfschale angelangt. Wir haben nur, eigentlich finde ich aber, wenn wir jetzt über das Äußere sprechen, sonst Verarbeitung und so weiter, ne? Ja. Ich habe eigentlich nur was an der Tropfschale zu meckern. Ja, also ich finde so, ja klar, das ist jetzt nicht das dickste Chromstahl. Wir reden über 1.000 Euro. Genau, das hast du jetzt gerade schon schön, das hast du echt schön gemacht. Das sieht jetzt schön aus, ne? Das ist schön. Also alles zurückgenommen. Also mit ein bisschen Do-it-yourself. Nein, absolut. Ich finde auch das, auch wenn das Kunststoff ist, das fühlt sich gut an. Also es ist Kulturstampfpflanze, also mit Plastikröhrchen drin, aber das ist ja normal. Ein ordentlicher Siebträger. Du, jetzt ist natürlich aber die Frage, kommt auch guter Espresso raus? Ja. Sollen wir uns mal einen davon gönnen? Ja.
Irgendjemand in den Kommentaren kann mir das sicher beantworten. Warum? Gibt sicher eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Der Ton immer höher wird. Ist das nie aufgefallen? Wenn du rührst, wird doch immer höher. Kann mir das mal ansonsten, wenn ich mich da täusche, dann könnt ihr das auch reinkommentieren, dass ich keine Ahnung habe. Bleiben wir wieder bei Kaffee, da können wir darüber sprechen. War etwas auf der langen Seite, aber ist ein guter Espresso. Aber ist ein guter Espresso. Ist auch ein guter Espresso. Wir trinken wieder 3 Spitz. Kennt ihr ja schon. Das war jetzt nicht sehr motiviert zu einem schönen 3 Spitz. Ja. Du hättest dir was Komplexeres gewünscht für heute. Nee, ich hab gedacht, wir könnten den Cäsar trinken, aber der ist ja noch nicht bereit. Ja, der braucht noch, sag ich mal, machen wir mal nächstes Mal. eine Woche. Der war jetzt einfach, der Akademie Cäsar war noch zu frisch. Also hör mal, das ist ein guter Espresso. Ich finde, es friemelt so ein bisschen. Also es läuft nicht schön gerade raus aus dem Siebträger, aber das ist ja kein Qualitätskriterium. Ne? Das sieht einfach nicht so super elegant aus, weil es so einen breiten Auslauf hat. Ne? Ja. Also wenn das jetzt eine Wasserkanne wäre, würde das nicht Spaß machen, damit einzugießen. Aber die Espresso-Qualität passt wunderbar. Ja. Wir sind uns auch ziemlich sicher, dass wir bei der richtigen Temperatur sind. Ja. Denn wir hatten auch ordentliche Temperaturen. Ja, absolut. Also beim Kaffeemacherprotokoll, das haben wir nach 12 Minuten gestartet. Wir haben auch eins mit 10 gemacht. Da ist so die erste Brühung, sieht man wirklich so, lieber nicht, gebt ihr die 2 Minuten mehr, das hat sich auf jeden Fall und der Kaffee auf jeden Fall verdient. Und dann sind wir so bei den ersten 2, 3 Brühungen voll im Range und Geht dann ein bisschen raus. geht es hier ein bisschen raus. Genau. Und wir sprechen jetzt hier Kaffeemacherprotokoll, 1 Minute Abstand zwischen den Bezügen und das ist hier so wichtig und ich finde auch eigentlich genau der richtige Bereich. Also wenn wir auf diese Maschine gucken, dann wollen wir ja damit nicht auf ein Festival. Nein. Sondern wir wollen einen Espresso zu Hause machen, wir wollen nach einer zügigen Aufheizzeit da sein und ohne Frage. Das macht die Maschine und die Temperaturvarianz ist dann auch gut. Wir hatten eine Standardabweichung von knapp 1,2. Oh, das ist gut. Das ist gut. Oder es ist ordentlich. Es ist so wie eine Lillet Elisabeth oder Profitec Pro 300. In dieser Range sind wir da unterwegs. Passt, ne? Ja. Wenn wir mit der Frequenz hochgehen, passt gar nichts mehr. Also wenn wir wirklich ins WBC-Protokoll reingehen und dann in die Frequenz gehen, dann funktioniert das nicht. Die Maschine steigt einfach ins Unermessliche. Und die brüht am Schluss mit 100 Grad, aber wirklich ganz wichtig, das sind 14 Bezüge. 14 Bezüge und die letzten haben einen Abstand von 10 Sekunden plus Mahlzeit, also 35 Sekunden, genau. Das stört mich. Ja, eben. Dafür ist sie nicht gemacht. Und nein. Und ich glaube, das darf auch nicht die Erwartungshaltung sein und das ist auch normalerweise nicht eure Erwartungshaltung, weil wenn ihr das zu Hause braucht, ist das die falsche Maschine. Ja. Muss man ganz klar sagen. Genau. Und für alles andere zum Thema Espresso ist das aber die richtige Maschine. Absolut. Also die Performance stimmt. Ja, ich würde mir wahrscheinlich einen anderen Siebträger besorgen. Ich finde das wirklich nicht so schön. Aber ja, wenn der Kaffee ein bisschen schneller läuft, dann sabbert es auch nicht. Ich stehe einfach mittlerweile auf den Lillet-Siebträger. Ja, ich finde aber zum Beispiel den Profitec auch gut. Aber ich finde zum Beispiel den ECM, der ist auch relativ breit. Und dann verschiebt sich das oftmals bei der Brühung, wenn hinten raus dann relativ viel Flüssigkeit, also nicht mehr diese cremige Flüssigkeit, es kommt immer Flüssigkeit raus, aber nicht diese Dickflüssigkeit. Und dann kann sich dieses Extrahieren ein bisschen verschieben. Genau. Michel, und was ich ganz cool finde, stell dir vor, du machst da einen schönen Siebträger dran ein, der dir passt, in deinem Style, Holz oder keine Ahnung. Dann hier schöne Verkleidung an der Seite, auch vielleicht in dem Material und dann hast du dir deine Maschine designt und bist wirklich preislich interessant unterwegs. Ja, absolut. Ne? Es ist kein Problem, mit dieser Maschine leckere Espressi zu brühen, wenn ihr eine gute Mühle habt. Genau. Definitiv. Ja, anders als zum Beispiel mit unserer Rocket TCA. Genau, aber bevor wir jetzt da wieder reingehen, machen wir doch lieber Cappuccino. Easy, oder?
Also gleichzeitig easy, das ist gar kein Thema. Sie ist allgemein, auch jetzt vorher beim Schäumen, sie ist kein Schäumwunder. Es fehlt mir ein bisschen an Druck. Erhitzung ist okay. Gut, wir sind jetzt hier auch unter 1, ne? Ja, aber die ist auch sonst bei der Brühtemperatur. Aber es hat jetzt nicht lang gedauert. Nein, es sind 40 Sekunden in unserem Test. Das ist so normale Zweikreiser-Ebene, so wie wir es uns fast gewohnt sind. Michael, soll ich hier? Nein, so voll ist er nicht. Komm. Brühen, schäumen, kein Thema. Weißt du was? Das ist eine gute Espresso-Maschine. Ja? Ich habe Spaß an der. Ja, ich auch. Absolut. Die Schäumperformance ist gut. Ihr habt eine Erhitzung. Wir machen das immer mit einem Test mit Wasser. Ihr braucht so 40 Sekunden, um von Raumtemperatur Wasser bis auf 60 Grad. Das nehmen wir so als Indikator für einfach alle Maschinen, dass wir überall das gleiche Szenario haben. Bei meiner Gefühlslage ist es ein gutes Erhitzen, so dass es angenehm ist, dass es einem nicht lang vorkommt, dass ich keinen Stuhl brauche. Mir fehlt aber so ein bisschen Druck. So, ich musste ein bisschen neigen. Wir haben jetzt wirklich Espresso bezogen und sofort losgelegt, ne? Ja, klar, aber das hat sie auch im Normalen. Okay. Das hat sie. Es ist absolut machbar, also gar kein Thema. Das ist so, ich würde jetzt sagen, eine schnelle Lelit. Mhm. Also die Mara X braucht schon nochmal länger, hat aber ein bisschen mehr Druck und die braucht kürzer und ein bisschen weniger Druck. Also für den Schwan hat es gereicht und für das. Man kann alles damit machen. Jeder kann sich von euch in diese Maschine hineinarbeiten und jede Latte-Art der Welt machen. Gar keine Frage. Michel, du hast auch noch Material dabei. Genau. Um das mit Thomas Worten zu sagen, ich habe ihn gefragt, wie der Temper ist. Er hat gesagt, Kacke. Ja, da haben wir ja schon länger rausgefunden. Das ist eigentlich gedacht, um Kabel drum zu wickeln. Oder als Jackenaufhänger. Kopfhörer hat doch einer mal kommentiert. Super solche geil. Geschichten. Kopfhöreraufhängungsfunktion, das ist kein Temper. Und dann gibt es einen klassischen Einer-Siebträger dazu. Finde ich auch, also muss man nochmal bemerken, andere geben da eben keinen zweiten Siebträger dazu. Ich meine, La Marzocco gibt bei einer viel teureren Maschine nicht zwei Siebträger dazu, sondern einen Aufsatz. Muss ich aber jetzt ein bisschen Schutz nehmen, das ist ein Konzept dahinter. Ja. Geld sparen, aber ist auch ein Konzept. Einmal Benzin und einmal Putzbürste. Ja, was halt so bei so einer Maschine dabei ist. Ja. Lieber Michel, die Stone ist ja irgendwo angesiedelt, ist ja ein Tochterunternehmen, glaube ich, oder Spin-off oder was auch immer von Rocket. Sprich, da ist Rocket Wissen und Technologie im Prinzip dahinter. Ne? Jetzt habe ich eine Frage für dich. Ja. Was ist an der Appartamento besser? Also Schweigen im Walde spricht für sich. Die normale Appartamento hat ein bisschen mehr Wumms beim Schäumen. Ist länger konstant. Ja, wir können auch noch eins sagen, das haben wir eben nicht angesprochen. Im Bezug steigt die Temperatur auch immer leicht nach hinten, Michel. Wir haben eine leichte Steigerung im Bezug. Ne? Und da ist die Appartamento... War die exzellent. Absolut exzellent. Sie hat ein eigenes Design, das ist immer wiederum eine Frage. Hier ist er schon wieder hochgesprungen. Eben ging das, indem ich das so reingeschoben habe von vorne. Also dann hat er da so eingerastet. Ich glaube, man müsste das ein bisschen nach unten biegen und dann ist es eigentlich okay. Ja.
Jetzt ist er wieder da, genau. Es ist wieder eine eigene Designsprache, natürlich, und das ist bei der Appartamento auch. Und wenn ihr sagt, die Appartamento finde ich viel schöner, dann ist die Appartamento die richtige Maschine für euch. Sie kostet aber auch noch mal ein bisschen mehr Geld. Ja. Deswegen wollte ich das hier einfach so sagen. Ich finde, für dieses Paket in diesem Preisbereich ist das schon ein erstaunlich guter Zweikreiser. Ja. Also wir hatten einen anderen Zweikreiser in der Preisklasse damals, das war die ACM, glaube ich. Ja, wobei mittlerweile die Lelit Mara X natürlich auch in dem Bereich ist. Und wenn wir jetzt wieder sagen Lelit Mara X oder die, dann wird die Diskussion schon richtig spannend. Ja, wobei ich da einfach die Aufheizzeit mega sexy finde. Ja. Ich glaube, die Mara 12 X Minuten gegen 17. Ja, mit dem Fast-Heat-Up. Mhm. Ich bin voll bei dir. Das ist eine gute Kaffeemaschine. Die macht einen leckeren Espresso. Ja. Ihr könnt guten Cappuccino damit machen. Es ist keine Faema-Brühgruppe, durch das es sich viel schneller heiß. Ihr habt unten trotzdem eine Faema-Dusche. Das heißt, ihr könnt theoretisch, wenn ihr wollt, auch eine IMS-Dusche reinmachen. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Ihr habt eine Dedica-Tropfschale. Ihr habt eine Dedica-Tropfschale. So ist das ein bisschen halt ein Kompromiss. Ja, genau. Und ihr habt eine Möglichkeit, hier ist schon ein bisschen, also... Verkauft ihr die eigentlich? Genau, das müssen wir noch erwähnen. Ehrlich, habe ich gar nicht gefragt. Sollen wir die versteigern? Ja, wir können die versteigern. Also mit Originalunterschrift vom deutschen Barista-Meister Felix Hohlmann. Das können wir jetzt wirklich so sagen. Der Felix hat keine Espressomaschine zu Hause und möchte keine Espressomaschine zu Hause. Das ist wirklich so. Er wohnt direkt neben unserem Café, darum Felix möchte keine Espressomaschine. Darum hat Felix gesagt, er möchte diese Maschine verkaufen. So, und die ist kaufbar mit Autogramm. Kann man auch wieder wegmachen, wenn man das nicht möchte. Wahlweise, er hat jetzt mit Kreide angebracht. Wenn ihr es wirklich wollen würdet, würde er es auch nochmal fixiert dauerhaft anbringen. Ja. Und ich glaube, der einfachste Weg ist kontakt@kaffeemacher.ch. Wenn ihr da Interesse daran habt, dann schreibt. Wir packen die in den Okkasionsordner rein. Da findet ihr auch andere Maschinen, die wir hin und wieder abgeben wollen nach Tests. Und da ist die dann auch zu finden. Und dann könnt ihr sie einfach darüber bestellen und selber noch angeben, ob mit Signatur oder mit sonstiger Widmung. Ja, und persönlicher Übergabe bei uns im Haus. Auch das ist möglich. Also ihr müsstet nach Basel kommen, das muss, glaube ich, selbstverständlich sein. Aber ich glaube, Felix würde diesen Menschen auch persönlich im Haus übergeben. Ich glaube, das dürfte man so... Jetzt steigt aber der Preis. Ja, da steigt der Preis. Also müssen wir nochmal über den Preis verhandeln. Aber den haben wir ja noch nicht gesagt. Bei der Stone ist auch Lautstärke ein Thema. Definitiv. Wir haben eine Vibrationspumpe, die macht ein bisschen Lärm. Die ist zwar auch so, die sind ja immer so auf Füßen, dass die fliegen eigentlich drin, dass man die möglichst nicht hört. Es war jetzt hier so semi-erfolgreich. Sie ist bei 74 Dezibel. Sie schreit euch nicht an. Ich finde auch, es ist ein angenehmes Vibrieren, aber es ist nicht leise. Das ist es nicht. Wichtig, um das auch in den Kontext zu bringen, oftmals ist eine Mühle lauter, wobei das so... Es gibt Mühlen, die leiser sind, aber das sind eher leisere Mühlen. Es ist oft eine andere Art von Soundqualität. Ja. Ne? Ja. Ich finde es schwierig zu vergleichen. Aber eben jetzt im Vergleich eher auf der lauteren Seite, aber auch nicht auf der ganz lauten. Ja. Michel, das ist die Stone Espresso. Ja. Eine interessante Espresso-Maschine. Ich finde, für einen fairen Preis. Wenn ihr mehr über die Maschine erfahren wollt, schaut mal rum im Netz, findet noch andere Testberichte, sucht euch immer noch eine zweite Meinung. Ansonsten herzliche Einladung. Hin und wieder ist die auch in Kursen, dann kann man sie auch da bei uns sehen, also wenn jemand anders die mitbringt. Wir haben eben diese Homebarista-Kurse und das ist eine schöne Geschichte, um auch mal andere Maschinen auszuprobieren. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einer Maschine, kann ich euch die Homebarista-Kurse sowohl an unserem Standort in Dienstlaken im Ruhrgebiet als auch hier in Basel sehr ans Herz legen. Und da könnt ihr auch gerne anfragen, wenn ihr jetzt eine spezifische Maschine mal ausprobieren möchtet. Wir haben in Deutschland wie auch in der Schweiz einiges an Lager und oftmals, wenn es nicht genau das gleiche Modell ist, dann zumindest gleiche Pumpe, gleiche Boiler, ähnliche Bauweise, dass ihr das wirklich mal testen könnt. Weil ich glaube, so eine Entscheidung für einen Siebträger ist halt auch immer ein Prozess. Ja. Und ja. Der Prozess endet jetzt hier mit der Stone. Ich will immer Rocket sagen. Mit der Stone. Wir sagen Tschüss, passt auf euch auf, trinkt guten Kaffee und habt eine gute Woche. Auf bald. Stone Espresso heißt die Espresso Stone Espresso und natürlich mit dem hohen Die Frage ist natürlich, hält die Qualität auch mit dem Preis? Und kann die Maschine den heftigen Anforderungen meines Testkollegen Michel Indelicato... Das ist eigentlich schön. Warum sagst du eigentlich immer meinen Nachnamen? Kann die Maschine auch den hohen
Die Frage ist natürlich günstig und gut und kann die Maschine auch den heftigen Anforderungen meines lieben Testkollegen Michel Indelicato entsprechen. Wie sagt man das denn? Bestehen. Ja. Die Frage ist natürlich, ist die Maschine, ich fange nochmal an, die Rocket Stone, nein. Stone. Kann die Maschine auch dem kritischen Blick meines Testkollegen Michel Indelicato überstehen? Und kann die Maschine auch den, was kann die denn da? Standhalten. Und Uiui, ein bisschen zerzauster Schwan. Und mit dem großen Kopf. Oh. Okay, habe auch Milch gut angepasst. Lass es wieder rauchen.